Russland zahlt für jeden Meter besetzten Bodens einen katastrophalen Preis. Laut einem aktuellen Bericht des CSIS erreichen die russischen Gesamtverluste bis Anfang 2026 die erschreckende Marke von fast 1,2 Millionen Menschen, Gefallene, Verwundete und Vermisste. Allein im Jahr 2025 wurden über 400.000 Soldaten geopfert für minimale Geländegewinne im Bruchteilbereich. Eine solche Sterberate sah die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das Verhältnis zum Erfolg? Vielleicht null. Die Generation 20 Plus ist digital vernetzt. Trotz Zensur sehen sie die Realität der Front und begreifen, dass es keine Heldensage, sondern das sinnlose Verheißen von Menschen für die Ambitionen eines Einzelnen. Sie wählen Flucht oder innere Migration, statt zur Statistik zu werden. Der Kreml hat erkannt, dass dieses informierte Alter für seine Zwecke verdorben ist und plant nun langfristig um. Und genau darüber sprechen wir heute. Das Putin-Regime hat jetzt die Militarisierung der Generation 10 Plus im Visier. Die staatliche Propaganda zieht die Jüngsten massiv in eine Kriegsrhetorik hinein. Es wird ein Weltbild geformt, in dem Krieg und Gewalt als Ehre oder sogar als Normalität wahrgenommen werden. Damit ihr versteht, dass das keine lokalen Ausrutscher sind, sondern eine staatliche Strategie, schauen wir uns die Details an und hören denen zu, die die Entscheidungen treffen. Heute habe ich in der Sitzung betont, dass das Beispiel der Verteidiger des Vaterlandes die Grundlage für die Erziehung der heranwachsenden Generation bilden muss. Die Erziehung zu einer respektvollen Haltung gegenüber dem Vaterland und seiner Geschichte ist einer der entscheidenden Faktoren für die Zukunft des Landes und von enormer Bedeutung. Was bedeutet das übersetzt in die Realität? Es bedeutet, dass die Verteidigung des Vaterlandes selbst auf fremdem Territorium zum einzigen akzeptierten Verhaltensmodell für ein Kind wird. Andere Helden oder andere Lebensentwürfe lässt das System für russische Kinder nicht mehr zu. Lehrer und Eltern fordern, dass Teilnehmer der Spezialoperation an jeder Schule unterrichten. Ihre Erfahrung und ihr Patriotismus sollen den Schülern die richtigen Lebenswerte vermitteln. An jeder Schule wird es solche Lehrer geben. Schließlich sind all die jungen Männer, die dort kämpfen, Helden. Sie haben die Entscheidung getroffen, das Land und uns alle zu verteidigen. So wird das Kind als echter Staatsbürger aufwachsen. Versteht ihr das? Jemand, der gerade erst aus den Schützengräben zurückgekommen ist, mit all den psychischen Traumata, die das mit sich bringt, geht zu Erstklässlern, um ihnen zu erklären, was im Leben wichtig ist. Und die Eltern, die haben anscheinend ihren Job und ihren Alltag stehen gelassen und stürmen jetzt die Schule mit einem Schrei: Ja, bitte bringt einen Mensch mit PTBS zu meinem Erstklässler. Wir haben genug von Mathe, wir brauchen unbedingt einen Masterclass im Minenlegen. Was für eine Logik! Um Kinder vor der Zukunft zu schützen, muss man sie darauf vorbereiten, in dieser Zukunft verheizt zu werden. Das System unterschreibt hier seine eigene Ohnmacht. Es kann den Kindern kein friedliches, wohlhabendes Land bieten, also verkauft es ihnen Heroismus als einzigen verfügbaren sozialen Aufzug. Der Schutz der historischen Wahrheit und die Erziehung eines Bewusstseins für die Kontinuität der Generationen, das sind die Prioritäten des Bildungsministeriums. Das Wichtigste, was wir erreicht haben, ist die Einführung einheitlicher Geschichtsbücher. Ohne diese offizielle Bewertung wäre ein einheitliches Verständnis der Geschichte unseres Landes unmöglich. Wir werden Informationen über die Helden so weit wie möglich verbreiten, mit Hilfe aller verfügbaren Mittel. Er fordert die maximale Weiterverbreitung von Informationen über die Helden mit allen verfügbaren Mechanismen, also Mitteln. Ich übersetze es mal für euch. Es gibt kein Entkommen. Die Gesichter dieser Helden werden auf den Schulbänden kleben, ja, an den Wänden hängen auf den Häfen sein und wahrscheinlich bald auf dem Boden der Teller in der Schulkantine erscheinen. Alle Mechanismen bedeutet, das Kind hat keine Wahl mehr, wenn es bewundern darf. Der Staat legt die Idole fest, genauso wie er den Gaspreis festlegt. Schutz der historischen Wahrheit. In Russland bedeutet Schutz der Wahrheit meistens einen Angriff auf die Fakten. Wenn ein Minister von Schutz spricht,
meinten eigentlich, dass jede alternative Meinung dem Erdboden gleichgemacht wird. Und hier das wahre Meisterwerk, die Einführung einheitlicher Geschichtsbücher. Der Minister ist sichtlich stolz darauf, dass es nun eine offizielle Bewertung gibt, ohne die ein einheitliches Verständnis unmöglich wäre. Denken über diesen Wahnsinn nach. Ein Bildungsminister erklärt offiziell, dass unterschiedliches Denken ein Fehler ist. Einheitliches Verständnis bedeutet, dass 15 Millionen Schüler synchron entwickeln müssen, wenn sie lesen, dass die ganze Welt uns schon immer beneidet und versucht hat, uns zu vernichten. Das ist kein Lehrbuch, es ist eine Fernbedienung für Drohnen, nur dass die Drohnen in diesem Fall die Kinder selbst sind. Legen wir das Puzzle zusammen. Punkt 1. Das Putin-Regime hat offiziell bestätigt, dass es nicht plant, diesen Krieg in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu beenden. Dieser ganze patriotische Hyper für Schüler ist eine langfristige Ressourcenplanung. Sie bereiten den Ersatz für diejenigen vor, die heute an den Front verloren gehen. Punkt 2. Das Einheitslehrbuch ist eine intellektuelle Kastration. Dem Kind wird schon im Kindergarten das kritische Denken amputiert, damit mit 18 Jahren gar nicht erst die Frage aufkommt, warum soll ich ja eigentlich losziehen, um einen Nachbarn zu töten? Punkt 3. Das ist ein Signal an die ganze Welt. Russland führt nicht nur Krieg in der Gegenwart, es vermint die Zukunft. Es erschafft eine Generation, für die Frieden eine Anomalie ist und Krieg die einzige Form als Held zu existieren. Mein Fazit: Wenn Kinder lernen, ein Sturmgewehr zu zerlegen, bevor sie ihre eigenen Rechte buchstabieren können, dann wird die Zukunft hingerichtet. Der Kreml baut keine Zivilgesellschaft, er baut ein ewiges Regiment. Die Warnung an die Nachbarn und die Welt ist längst ausgesprochen. Der Kreml denkt nicht an einen Stopp. Er züchtet sich gerade die Generation heran, die dieses Gemetzel fortsetzen soll, wenn den heutigen Herrschern die Argumente ausgehen. Das ist meine Meinung. Was denkt ihr darüber? Ist diese Generation noch zu retten oder ist die Zukunft bereits verloren? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.